stoppt an einem Bahnsteig. Ein Hochgeschwindigkeitszug rauscht mit 300 Stundenkilometern an dir vorbei. Der Boden unter deinen Füßen vibriert. Hunderte Tonnen Stahl bewegen sich mit einer brachialen kinetischen Energie. Wenn du dir die Technologie dieses Zuges ansiehst, ist alles Hightech. Aerodynamische Nasen, computergesteuerte Motoren, präzise gefertigte Räder. Aber dann schau mal nach unten. Schau dir das Fundament an, auf dem dieses Wunderwerk der Technik fährt. Es liegt nicht auf einem futuristischen Polymer. Es liegt oft nicht einmal auf festem Beton. Es liegt auf einem Haufen loser, grauer Steine. Schotter. Auf den ersten Blick wirkt das völlig absurd. Wir bauen Züge für Millionen von Euro, aber wir legen die Gleise einfach in den Dreck auf einen Haufen Geröll? Warum nutzen wir eine Technologie, die aussieht, als wäre sie in der Steinzeit stecken geblieben? Wäre Beton nicht viel stabiler? Wäre ein festes Fundament nicht sicherer als lose Steine, die wegrutschen können? Die Antwort wird dich überraschen. Diese Steine sind kein Zeichen von Sparsamkeit. Sie sind eine der genialsten ingenieurstechnischen Leistungen unserer Infrastruktur. Ohne dieses lose Geröll würde unser gesamtes Schienennetz innerhalb von Tagen kollabieren. Um zu verstehen, warum, müssen wir tief in die Physik der Lastverteilung und den Kampf gegen das Wasser eintauchen. Wir werden sehen, warum runde Steine der Tod jeder Eisenbahn sind und warum das Gleisbett eigentlich ein riesiger Stoßdämpfer ist. Willkommen beim Kern der Dinge. Wir entschlüsseln heute, warum wir unsere schwersten Maschinen auf den scheinbar instabilsten Untergrund stellen. Wenn du verstehen willst, wie die unsichtbare Infrastruktur unserer Welt wirklich funktioniert, jenseits von einfachen Antworten, dann ist jetzt der perfekte Moment, den Kanal zu abonnieren. So verpasst du keine Analyse mehr. Fangen wir mit dem offensichtlichsten Problem an, dem Gewicht. Eine moderne Lokomotive wiegt locker 80 bis 100 Tonnen. Dazu kommen die Waggons. Ein voll beladener Güterzug kann tausende Tonnen wiegen. Das Problem ist nicht das Gesamtgewicht. Das Problem ist, wo dieses Gewicht auftrifft. Die gesamte Masse des Zuges ruht auf winzigen Kontaktflächen, den Rädern. Die Kontaktfläche zwischen Rad und Schiene ist kaum größer als eine 2-Euro-Münze. Der Druck pro Quadratzentimeter ist gigantisch. Würden wir die Stahlschienen einfach direkt auf den Erdboden legen, würde passieren, was passiert, wenn du mit Stöckelschuhen über einen nassen Rasen läufst. Du sinkst ein. Die Schienen würden bei der ersten Überfahrt in den Boden gepresst werden. Das Gleis würde sich verbiegen. Der Zug würde entgleisen. Wir brauchen also ein System, das diesen extremen, punktuellen Druck auf eine riesige Fläche verteilt. Hier kommt die erste Schicht ins Spiel. Die Schwelle. Früher aus Holz, heute meist aus Beton. Die Schiene gibt den Druck an die Schwelle weiter. Aber auch die Schwelle würde im weichen Mutterboden versinken. Und genau hier kommt der Schotter ins Spiel. Die Steine wirken wie eine Pyramide. Der Druck, der oben auf einen einzelnen Stein trifft, wird an 2 Steine darunter weitergegeben. Diese geben ihn an 3 Steine weiter. Und so weiter. Je tiefer wir kommen, desto breiter wird die Fläche, auf die sich das Gewicht verteilt. Wenn die Kraft schließlich unten am Erdboden ankommt, ist der Druck so weit reduziert, dass die Erde ihn tragen kann, ohne nachzugeben. Aber warum Schotter? Warum nehmen wir nicht einfach Sand- oder Kieselsteine aus dem Fluss? Die wären billiger. Hier liegt das Geheimnis in der Form. Geh mal an einen Fluss. Die Steine dort sind rund und glatt, geschliffen vom Wasser. Wenn du auf einen Haufen runder Kieselsteine trittst, passiert etwas Logisches. Sie rollen weg. Sie gleiten aneinander vorbei wie Murmeln. Für eine Eisenbahn wäre das katastrophal. Wenn ein 100 Tonnen schwerer Zug über runde Steine fährt, würden die Steine zur Seite spritzen. Das Gleis würde schwimmen und seine Spur verlieren. Deshalb ist Bahnschotter niemals rund. Nimmst du einen dieser Steine in die Hand, merkst du, dass er extrem scharfkantig ist. Er ist gebrochener Fels, meistens Granit oder Basalt. Diese unregelmäßigen, scharfen Kanten haben eine entscheidende physikalische Funktion. Sie verhaken sich. Ingenieure nennen das den Verzahnungseffekt. Wenn Druck auf diese Schicht ausgeübt wird, verkeilen sich die Steine ineinander. Sie bilden eine fast massive Platte, die sich nicht zur Seite bewegen kann. Aber, und das ist das Geniale, sie bleiben dabei flexibel genug, um nicht zu brechen. Es ist ein festes Fundament, das sich verhält wie eine Flüssigkeit, die unter Druck erstarrt. Aber Lastverteilung ist nur die halbe Miete. Der größte Feind jeder Straße und jeder Schiene ist nicht das Gewicht, es ist das Wasser. Stell dir vor, wir würden die Schienen auf eine Betonplatte direkt auf den Boden legen. Wenn es regnet, sammelt sich Wasser unter der Platte. Im Winter gefriert dieses Wasser. Eis dehnt sich aus. Es hat eine enorme Kraft. Es würde die Betonplatte anheben und sprengen. Das nennt man Frostaufbruch. Im Frühling schmilzt das Eis und der Boden verwandelt sich in Schlamm.
Wenn jetzt ein Zug darüber fährt, pumpt er den Schlamm nach oben. Der Untergrund wird weggespült. Der Schotter löst dieses Problem elegant. Das Schotterbett ist nichts anderes als eine riesige Drainage. Wenn es regnet, fließt das Wasser sofort durch die Lücken zwischen den Steinen ab. Es kann sich kein Wasser stauen. Die Schienen liegen also immer trocken. Kein Wasser bedeutet kein Eis im Winter. Kein Eis bedeutet keine Risse. Ohne diese Drainagefunktion müssten Gleise nach jedem Winter für Millionen Euro repariert werden. Jetzt wirst du vielleicht sagen, Moment mal, ich habe aber schon Gleise gesehen, die auf Beton liegen. Und du hast recht. Vor allem bei modernen Hochgeschwindigkeitsstrecken, zum Beispiel beim ICE in Deutschland oder dem Shinkansen in Japan, sieht man oft keine Steine mehr. Dort liegen die Schienen auf festen Betonplatten, die sogenannte feste Fahrbahn. Warum macht man das dort? Das Problem bei Schotter ist, dass er bei extrem hohen Geschwindigkeiten, über 300 Stundenkilometern, an seine Grenzen kommt. Die enorme Vibration kann die Steine langsam pulverisieren. Manchmal werden kleine Steine durch den Sog des Zuges sogar hochgewirbelt, der sogenannte Schotterflug. Das kann den Zug beschädigen. Beton ist bei diesem Tempo stabiler. Er hält die Spur millimetergenau, auch bei Tempo 300. Aber Beton hat riesige Nachteile. Erstens, er ist extrem teuer. Ein kilometerfeste Fahrbahn kostet ein Vielfaches von einem Schottergleis. Zweitens, er ist laut. Der Schotter schluckt den Schall. Die unregelmäßigen Steine brechen die Schallwellen. Beton reflektiert sie. Ein Zug auf Beton dröhnt viel lauter. Und drittens, wenn Beton kaputt geht, hast du ein Riesenproblem. Wenn sich der Untergrund unter einer Betonplatte absenkt, bricht die Platte. Du musst die Strecke wochenlang sperren, den Beton aufreißen und neu gießen. Beim Schotter? Da ist die Reparatur genial einfach. Gleise auf Schotter atmen. Sie bewegen sich über die Jahre leicht. Wenn ein Gleisabschnitt absackt, muss man ihn nicht neu bauen. Man schickt einfach eine der faszinierendsten Maschinen der Welt los. Die Gleisstopfmaschine. Dieses Monster auf Rädern hebt das gesamte Gleis, Schienen und Schwellen hydraulisch an. Dann greift es mit Metallkrallen, die wie vibrierende Finger aussehen, in den Schotter. Es rüttelt die Steine unter die angehobene Schwelle und verdichtet sie neu. Dann lässt es das Gleis wieder ab. Das Gleis liegt wieder perfekt gerade. Das kannst du mit Beton nicht machen. Beton ist friss oder stirb. Schotter ist verzeihend. Du kannst immer wieder Material nachschütten und neu justieren. Vegetation und Hitze. Es gibt noch zwei kleine, aber feine Gründe für die Steine. Erstens, Unkraut. Pflanzen sind zerstörerisch. Wurzeln können Asphalt und Erde aufbrechen. Auf einem trockenen, scharfkantigen Haufen Steine wächst fast nichts. Das Gleisbett hält die Trasse biologisch tot, was für die Stabilität essentiell ist. Zweitens, Hitze. Stahlschienen dehnen sich im Sommer aus. Auf einer Strecke von 1 Kilometer kann das Metall bei Hitze mehrere Meter länger werden. Früher gab es Dehnungsfugen, das klassische Klack-Klack-Geräusch beim Bahnfahren. Heute sind Gleise endlos verschweißt. Aber wohin mit der Ausdehnung? Die Schienen stehen unter enormer Spannung. Sie wollen sich zur Seite verbiegen. Die scharfkantigen Steine halten die Schwellen so fest im Griff, dass sie diese seitliche Bewegung verhindern. Sie zwingen den Stahl in seiner Form zu bleiben, auch wenn er unter enormem thermischen Stress steht. Am Ende ist der Haufen Steine also kein Relikt aus der Vergangenheit. Es ist eine hochfunktionale, flexible, wasserdurchlässige und schallschluckende Matratze für unsere schwersten Maschinen. Es ist der Beweis, dass die beste ingenieurstechnische Lösung nicht immer die komplexeste sein muss. Manchmal ist die Lösung einfach ein Haufen gebrochener Fels, der genau an der richtigen